Hallo, es geht weiter mit einem mechanischen Schritt zurück in die 80er. Und das ziemlich gut, finde ich, bei RoboCop Rogue City. Letztes Mal haben wir das gespielt, was quasi die Demo beinhaltete. Ich wusste das gar nicht, weil die Demo habe ich nicht gespielt. Das war ja richtig lang. Das war eine richtig ordentliche Demo. An der Stelle spielen wir jetzt also weiter. Übrigens, wenn ihr die Demo gespielt habt, laufen die Spielstände wohl auch noch hier mit. Was immer sehr cool ist, finde ich. Und wir steigen einfach direkt ein, ne? Warum allzu lange rummachen? Wir haben schließlich einiges vor. Nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom. And I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. Grüße an den Chat, der gerade reinkommt. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangsters' paradise dressed in blue. Need to go. Duty awaits. Das muss ich mir merken. I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. Erstaunlich I will make sure they selbstreflektierend. receive it from the repentant thief. Oh, boy, you're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. Nee, doch, komm, wir machen das jetzt. Oh, nicht später. Ich könnte ja noch Nebenmissionen machen, will ich aber gar nicht. Ich würde so gerne nochmal den einen Spruch hören von eben. Need to go. Das würde ich mir für Partys merken. Wenn es irgendwann einfach dieser Moment ist, wo man denkt, okay, eigentlich will ich gehen, aber eine halbe Stunde werde ich noch aushalten müssen. Nein, einfach aufstehen. Need to go. Ich finde, das sollten wir alle einfach akzeptieren. Der RoboCop-Abgang. As you command, Officer Steely. Es haben übrigens gerade Leute im Chat Probleme mit dem Stream. Es tut mir leid, es trifft nicht alle, aber dafür haben wir ja YouTube. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Dann bringen wir jetzt die alte Uhr zurück in den Hintern, in den sie gehört. Feuerhydrant blockiert. Auto wird abgeschleppt. Ticket, Strafmandat initiiert. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Ja, Mann. RoboCop. Stopp Crime. Halt, stopp! Das hat sich gelohnt, da zwei Sachen zusammenzuschneiden. Das war jetzt hier Deluxe-Arbeit. Wie gesagt, Leute im Chat, ich kann euch nicht helfen. Ihr habt irgendwie gerade kein Netz. Das liegt aber an Twitch. Ich krieg hier Connection, ich streame, alles gut. Grüße an die Bottler. Die einzigen, die gerade zuhören. Ah nee, warte mal. Zum alten Schlachthaus fahren und er fährt mit. Okay, gut. Nee, Moment. Nee. Okay. Nee. Mein Fehler. Wir wollen ja eigentlich diese Urgeschichte lösen. Ne? Zeit der Buße. Das meditative Stampfen durch die Nacht ist natürlich für einen Cop nicht so gut, wenn man ihn schon 3 Kilometer vorher kommen hört.
Apartment 21. Oh man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. She's good at reading people, and I'm the type of person that doesn't like to be read. I know that inevitably I'll do something she doesn't approve of. Like steal a watch? Like steal a watch. Genau so. Gut, dann gebe ich meinen Lottoschein über 1 Million halt jemand anderem. Scanny aktiviert. Ich denke mir immer, wenn die da rumliegt, woher soll er denn wissen, dass die gestohlen ist? Verdammt nochmal. Du klaust im Grunde einfach nur. Du bist einfach ein Kleptomane. Kleptomanischer RoboCop. Ja, sagt keiner was, ne? Da sagt keiner was. So, ein hoch. This is it. Deep breath. Let's do this. You first. Ja, das glaube ich. RoboCop. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Oh, no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? Oh, wie I've toll das already aussieht. reported what Wie toll I know, das but if you aussieht. have any more questions, Ich möchte über shoot. seinen Chrom fahren. Ich möchte ihn irgendwie die Kälte seiner harten Robo-Schultern spüren. Also es sieht so geil aus, echt. Ich möchte einfach mit dem, voll mit dem irgendwie, weiß ich nicht, auf Streife gehen. So, wir fragen natürlich, wir spielen das Spiel übrigens so, dass wir natürlich die Sachen auch, die Nebenmissionen auch ein bisschen machen und so. Wir machen jetzt nicht nur Main Story. Ja, also wundert euch nicht, dass wir auch mal ein bisschen gequatscht wird. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Das ist auf jeden Fall weird. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me. But maybe it's in his files. In his files, okay, I das think I werden wir have also everything suchen. I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, RoboCop. Now I just need to break it down for our son. He does not know? I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should
light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Ist natürlich dann doch irgendwie... Es berührt einen dann ja doch, auch wenn man weiß, es ist natürlich irgendwie ein Spiel oder so, aber hinter jedem Fall für RoboCop steckt natürlich eine Familie. Der ultimative Gamer-Stuhl. Empfehlung schreiben. Detroiter Suchtbekämpfungsprogramm Einverständnisformular. Oh, Pickles hat's versucht, ne? Missbräuchlich verwendete Substanzen Nuke, empfohlene Person Michael Briggs. Also er hat ihm echt versucht zu helfen, ne? Ich glaube auch, der ist noch nicht ganz verloren. Grund für die Empfehlung, Joshua hat in seinem Leben bereits einige falsche Entscheidungen getroffen und muss seither mit den Konsequenzen leben. Aber er ist ein Mann mit großem Elan und bemerkenswerten zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Ich bin überzeugt, dass er wirklich etwas in seinem Leben verändern will, aber dazu braucht er professionelle Hilfe und jemanden, der an ihn glaubt. DSB ist ein Freiwilligenprogramm, daher benötigen wir die Unterschrift des Teilnehmers, um ihn in unserem Zentrum aufzunehmen. Ich glaube, ich werde ihm diese Unterschrift abverlangen. Entweder werde ich ihn zwingen, oder ich werde mit meinen Robo-Social-Skills ihn einfach überreden. Madam? Wo ist er? Da ist er. Jetzt pass mal auf, Junge. That went pretty much as expected. We are not done. We're not? You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. Digga, mach mal ein bisschen schneller. RoboCop ist hinter dir. Das Verbrechen wartet nicht. Mein Gott. Die nehmen das alles, es ist viel zu laissez-faire in dieser Stadt. Das ist nämlich, deswegen haben die so viel Verbrechen. We must get to the basketball court. Ist das der hier? That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? We are going to remind Gail's son that it is past curfew. Das sieht schon nicht gut aus, wenn ich ehrlich bin. Ist das eine Daniel-Form? Ah, bummer. He's not here. Maybe these guys saw him? Das sah aus wie ein Daniel. I need. Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. Ihr Verhalten ist eines Sportlers unwürdig. Ich breche auch Beine. Ich bin mehr als diese Metallhülle. Uiuiui, ich erinnere ihn an seine moralische Verpflichtung als Sportler. Wenn du auf dem Basketballplatz bist, dann bist du Sportler. Ob du außerhalb Assi bist oder nicht, ist egal. Respekt. We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. That's right, fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. Aber es ist doch schön, dass die Kinder irgendwas künstlerisch Wertvolles machen mit ihrer Zeit und der This was drawn Tatort Kreide. not long ago. Ah, there's more over there. Wo ist denn das nochmal, was sie gemalt haben? Er hat es ja gerade gezeigt, aber wo? Egal. Man, are we really jaywalking? That's $100 fine. Huh. I guess we're conducting an investigation. Es wäre so lustig, wenn ich ihm jetzt quasi die $100-Rechnung ausstellen könnte. In dieser Ausgabe außerirdisches Marketing. Ein weiterer Werbespot mit unterschwelligen Botschaften wird hinter dem Gerichtsgebäude gefilmt. Sie werden uns nicht noch einmal reinlegen. Trend zur Vermüllung von Flüssen. Oder ist das nur ein Vorwand, um die Seeungeheurer zu füttern, die unter der Oberfläche lauern?
Zeichen. Interstellare schmücken die Gebäude rund um den Waschsalon mit ihren Namen. Auf diese Weise werden sie sich die gesamte Stadt unter den Nagel reißen, wenn wir sie nicht aufhalten. Der Aluhut, der Weekly Aluhut. Jede Zeitung ist auch ist auf Alupapier gedrückt und kann perfekt als Hut verwendet werden, um die Gedächtnisstrahlen abzuwehren. Hast du schon Chordosis gesehen? Ich habe das auf meiner Liste, aber jetzt diesen Monat spiele ich auf jeden Fall erstmal alle Sachen fertig. Das hat Priorität. Come on, kid. Sonst kommen wir hier nicht mehr zur Rande. Should be somewhere. Ey, wenn jetzt was mit ihm passiert ist, werde ich aber arg wütend. Shoeprint, size 7. That's gotta be his. Ich sehe schon, ich muss dem auf jeden Fall eine Rechnung ausstellen. Wegen Graffiti. What about over there? No, it is locked. They did not go inside. They threw out the chalk here. Must have found something more interesting. Das würde ich in der Stadt gerne machen, wenn zu viele Autos am Start sind. Was ist aus dem Rocket Beans Intro geworden? Naja, das alte war ja What the irgendwann dann fuck? wirklich alt. That was close. We'd better hurry. Schüsse, okay. Die haben eine Waffe Do it. gefunden. Come on, end him. What are you waiting for? Fuck him up! He's laughing at you! Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no, it's the cops. I don't want to go to jail for this shit! Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not. Whoa! What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say, Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Der Typ ist nicht so verkehrt, ne? Der ist gar nicht so verkehrt, muss man sagen. Da hat der Vater schon richtig entdeckt. They take the... Do you know Oh, sorry. why your dad is such a stickler for the rules? 'cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No,
She doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Zeit der Busse? Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? Kalle? Kalle Kuschinski? Was hast du denn jetzt zu suchen? Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Ist das Game cool? Ja, es macht Bock. Es ist sehr authentisch. Es hat einen wundervollen 80er-Jahre-Flair. Die Optik ist gut, die Lichtstimmung ist toll, die Stadt sieht ekelhaft aus. Man hat richtig Bock, hier aufzuräumen und einfach mal dafür zu sorgen, dass es hier ein bisschen... War nur ein Scherz. Sorry, ich habe den falschen Button gedrückt. Ich wollte natürlich das hier machen. Was? Cops! Und sie kommen auch nicht mit Streikfahnen. Wir treten sicher jemanden in den Arsch. Cops! So ist es nämlich. Jetzt weiß ich nur nicht, die anderen Missionen, die werden jetzt natürlich dann... nee, komm, eigentlich will ich die auch noch machen. Ich guck mal gerade auf der Karte, ob die nicht vielleicht easy zu machen sind. Wir haben ja auf jeden Fall noch einiges zu tun. Was ist hier? Gestohlenes Fahrzeug. Mei, jetzt suche ich auch noch das dämliche Auto für den Knaben hier. Für den Politiker Hoshi. Das ist natürlich lustig. Kann man die Katze streichen? Nein! Und das finde ich auch schrecklich. Ich gehe erstmal zu den Jungs. The shoes I found in the dumpster behind the mega store. I got $15 for them. Shh, quiet, unless you want to lose them. Das kommt mir aber vor wie ein gestohlenes Fahrzeug da oben. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name, but I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently, but I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? Die Verzögerung von Ermittlungen ist ein Verbrechen. I do not mean to obstruct anyone's work, but fulfilling my duties takes priority. Then why aren't you out there on the streets where a real crime is happening, instead of badgering hardworking citizens? Is car theft not a real crime to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Na, dann mache ich mal den Augenscan an. Und die raten eine Rechnung über genau das Fahrzeug? Irrelevant. Na gut. Hast du nochmal Glück gehabt? Und was ist hier? Da fehlt was. Da fehlt was. Was haben wir hier? Irrelevant. Also irgendwas mit deinen Steuern. Das haben wir jetzt mitgekriegt. Also wir haben auf jeden Fall schon Sachen gefunden, aber ich habe ja die Erlaubnis, also gehe ich hier überall hin und suche mal überall rum. Vielleicht finde ich ja noch, da hinten ist nämlich auch noch was. Das ist er. Er hat es wieder getan.
Ben, ich habe morgen frei, aber ich kann nicht warten. Ich glaube, Scott hat wieder zugeschlagen. Du willst dem Jungen helfen, so wie du mir und den anderen geholfen hast. Das verstehe ich ja. Aber ich bin immer noch auf Bewährung. Ich darf nicht in irgendwelche illegalen Geschichten verwickelt sein. Und das ist Scott völlig Schnuppe. Ich habe gesehen, wie er etwas in seinem Spind versteckt hat. Er hat sich 100-mal umgeschaut, wie damals, als er die gestohlenen Radios dort versteckt hat. Sieh lieber nach, sonst kriegen wir noch Ärger. Jay. Der Mann, der wie eine Tüte heißt, hat uns einen wertvollen Tipp gegeben und dem werden wir natürlich jetzt nachgehen. Nachstampfen. Wo war Simon die letzten 5 Tage? Ach, das ist für einen... Also ich war auf einem Wochenende mit den Raketenbohnen, aber dann war ich auch nochmal in der Heimat für diese Kacke. Und das kann ich irgendwann mal erzählen. Aber jetzt bin ich wieder hier. Und morgen bin ich wieder in Hamburg. I told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, wobei ich nicht weiß, ob ich das schon mir erlevelt habe. Scheinbar schon, ne? Ist Ihren Kunden bewusst, dass sie betrogen werden? Ist schon ganz schön heftig. Inhalt eines Spinns als Hinweis. Machen wir erstmal. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. That's his locker. Go on, have a look. And what do you reckon? Is he your man? For the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when 2 thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Ja, also Working ehrlich here ist keeps er him out ehrlich. of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Okay. Na gut. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. Ja, da That recht. is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Ich finde auf jeden Fall auch, dass RoboCop sehr sexy Männerlippen hat, die ich gerne einmal... Ich würde da gerne so einmal mit dem Finger so, vielleicht kurz den Finger so einmal annetzen und ihm dann so über die Lippen streichen. Nee, er ist schon ein sehr hübscher Mund. Viel mehr ist ja nicht mehr übrig, ne? Müssen wir auch ehrlich sein. Aber den Mund, den kann er. Toll, wie das ganze Papier hier immer so rumfliegt. Das macht enorm viel aus, so weiß ich nicht. Aber so ein kleiner Effekt, der irgendwie zeigt, dass sich niemand hier auch nur annähernd um den Müll kümmert und das einfach ein ganz normaler Teil der Stadt geworden ist. So wie er hier. Er ist schon Teil des Bordsteins. So, was mit euch? Auch deprimiert. Na gut. Dann muss ich wohl doch hier irgendwo lang. Natürlich. Kurz einmal sagen, Dino Crisis
kommt noch. Ich habe eine Menge Sachen, die ich fertig spiele. Ich weiß gerade nicht, wo der Zettel hin ist, aber Dino Crisis ist natürlich eine der Sachen. Ist ja klar. Hier, Fallen, Lord of the Fallen ist natürlich eine Sache. Lies of P ist eine Sache. Ich werde aber nicht gleichzeitig spielen, wenn das Donny gerade spielt, weil das dann wirklich Quatsch ist. Aber das ist auf jeden Fall auch noch eine Sache, ne? Alan Wake 2 natürlich auch. Aber das war's dann auch für diesen Monat, weil das sind, glaube ich, alle Spiele neben Invincible, was ich neu habe, was ich auch spielen werde natürlich, habe ich dann erstmal genug für den Monat, glaube ich. Mal gucken, was neu rauskommt, wird von mir angespielt, aber nicht zwingend durchgespielt. In Zukunft, meine ich. Aber diese genannten mache ich noch. I messed up good. Jetzt gibt's aber mal so You must be richtig Ärger. Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Oh, Donny ist beim Endboss von Lies of P. Ja, dann ist ja umso besser. Dann ist er ja bald fertig und dann spiele ich es auch noch weiter. Das wird auf jeden Fall interessant. Außerdem habe ich natürlich noch das DLC House für Dead Island 2. Und das wollte ich nämlich auch noch zu Ende spielen. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My Naja. duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! We're dead! No one is gonna save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Ja, den hast du gerne auf deiner Seite, den RoboCop. Where are you, Scotty boy? You can only hide for so long. Oh, shit! It's the metal pig! Blast him! Kann ich da durchschießen? Theoretisch ja, aber da ist keiner, ne? Aber wo sind die? Wahrscheinlich einfach weiter hier. Ach! Ich hab grad voll in den Schritt geschossen. Autschi. Es ist krass, also wenn man in den Körper schießt, ist schon ein enormer Unterschied, wie lange das dann dauert in Relation zum Kopf. Machen wir ja eh immer, dass wir den Kopf suchen, aber es ist gut zu wissen. Ist schon ganz schön, dauert schon ganz schön lange. Das Geräusch. You did it! They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. Ah, Mann, ich hab mir It's a den warehouse on the Dings northeast rausgezogen. side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Gib mal alles her. So, wir müssen das. Wir wollen das scheiß Auto eigentlich auch nicht haben, ne? Aber da, wie man merkt, ist da ja so eine ganze zwischenmenschliche Geschichte hinten dran, wo wir den Leuten letztendlich helfen können, dadurch, dass wir eines sind, und zwar Polizist. Ja, ich bin ein Cop. Ja. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Why were you hiding? You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road.
That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. So ist es. Threat Calculation im Minimum. Da hat er wahrscheinlich mehr Angst vor Rost. Nee. Jo, Kleiner, der Boss war nicht beeindruckt von dem, was du mit dem SUVX gemacht hast. Aber er ist ein vernünftiger Typ und lässt dich deine flinken Fehler behalten, solange du vor Anbruch der Nacht in der Werkstatt auftauchst. Man hat's nicht leicht als ehrlicher Mensch hier in dieser Welt, vor allen Dingen, wenn man nebenbei auch noch ein bisschen kriminell ist. Aber es ist eine harte Welt, ne? Es ist eine harte Welt. Die lässt einen einfach nicht los. Wenn du hier lebst, musst du dich beteiligen an den kriminellen Machenschaften. Das sind schon große, schöne Areale. So ein bisschen wie bei Alan Wake 2, auch so kleine Inseln, auf denen doch einiges passiert. Aha. Durchhauen. Oder? Oder muss man die Hand irgendwie anders weg? Die Wand anders wegbringen? Ah! Geheime Taste. Wow, direkt geht's los! Man stiehlt nicht von der Nichte des Bürgermeisters. Kein Stehlen. Stehlen, Todesstrafe. Sofort. Selbst wenn sie nur beteiligt waren und die eigentlich nur kurz aufs Klo wollten. Todesstrafe. Aber ich bin ja ein guter RoboCop. Ich schieße nur auf die, die auf mich schießen. Was hier mehr oder weniger alle sind. Aber ich habe jetzt nicht Bedürfnis, noch mehr Chaos anzurichten. Ich finde schön, dass die RoboCop auch so ein paar trashige Sprüche gegeben haben. So Momente, wo er sagen kann, Threat Level Minimal und so. Das finde ich schon. Na, wer schießt? Ja, das war für dich. Habt ihr gesehen, ne? Und auch diese ganzen Lackfarben und so, die hier ganz gut sind. Das ist auch schön. Das ist einfach eine wuchtige Wumme, ey. Da kannst du quasi nichts mehr machen, ey. Wenn Mensch im Visier hat, bist du nur noch Marmelade. Da bist du durch. Ah! Stimmt, habe ich ja beim letzten Mal gelernt, habe ich jetzt ein bisschen vergessen, dass man ja auch so dashen kann. Das wollte ich natürlich nicht. Oh, keine Energie mehr. Das hilft nicht. Es ist wahr, ein bisschen was von Black hat es, dem Gunporn-Shooter der Nullerjahre, weil da die Waffen einfach sehr, sehr wuchtig waren und davon hat es auf jeden Fall was. Aber der Rest ist schon anders als Black, muss man sagen. Aber ich sehe die Parallele, ich höre es ist so ein bisschen die Wucht des Schusses, die hier, glaube ich, verglichen wird und das stimmt, ja, würde ich auch so sagen. Zack, Dash, kein Problem. Warum haben sie alle immer belastende Dokumente in ihren Büros?
Das ist der letzte Ort, wo ich die lagern würde. Ich würde die im Keller lagern oder in einem leeren Autoreifen oder so. Aber doch nicht im Büro, da sucht doch jeder danach. Ich dachte, da wäre vielleicht noch irgendwo einer, aber die Musik ja immer noch suggeriert, dass hier was geht. Ah, da ist der ganze Kram. Die Nukes. Da sind sie versteckt. RoboCop ist aktiver Antialkoholiker. Alles wird erschossen, was Menschen schaden kann. Da lang. Warum sehen alle Garagen aus wie die Garage von Jack Baker? Ich dachte gerade, du meinst Jack Bauer. Und dann musste ich an die ganzen Folterszenen in irgendwelchen Garagen in 24 denken. Hallo? Ernsthaft? Hä? Hä? Natürlich geht das nicht. Ein weiterer Safe bleibt uns verschlossen. Den werden wir safe heute nicht mehr öffnen. Das will ich haben. Regenerieren an Stromkästen kann eigentlich nicht groß schief gehen. Wenn ihr euch fragt, Simon, du spielst so wahnsinnig gut, warum ist das? Spielst du auf Baby leicht, Robo-Baby? Nein, ich spiele sogar auf schwer, wenn ich mich nicht täusche. Aber es ist halt ein Spiel, wo es wirklich sehr gemütlich von vorne bis hinten geht. Zwischendurch ein bisschen investigieren, ein bisschen Polizeiarbeit machen und dann wird aber mal wieder geballert. Dann wird gespratzt, meine Freunde. Und dann ist wieder langweilige Büroarbeit angesagt. Ja, ich weiß, dass ich hier zurückgehe. Ich will nur kurz einmal nochmal schauen. Ah, hier sind ja doch immer Sachen versteckt. Nee, hier nicht mehr. Eine weitere Rage, als ob mich das aufhält. Moment, haben wir das jetzt alles gerade erreicht oder muss ich da drin noch was anderes finden? Wir haben nur das Nuke gefunden, ne? Aber wir haben jetzt nicht... I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Ja, gut. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much. I promise I won't mess this up. Wenn doch, weiß ich ja, wo du arbeitest. Und es ist weniger Arbeit für mich. Seien wir doch mal ehrlich. Es ist weniger Arbeit für mich. Ich weiß, man kann hier halt auch einfach das gnadenlose Hardcore-Judge Dredd-Gesetz sein. Judge Dredd würde hier keinerlei Mitleid zeigen, aber ich bin RoboCop. Ich bin ja eigentlich Alex Murphy. Nee, Alex Murphy? Adam Murphy? Ich bin Murphy. Und deswegen bin ich natürlich trotz allem immer noch ein guter 80er-Jahre-Cop. Es gab in den 80er Jahren eigentlich nur zwei Arten von Cops. Die korrupten Cops und die, die extrem moralisch und loyal waren. Und dann gab es noch die versoffenen Cops, denen alles egal war. Aber die waren vorher immer eine von beiden. Also der versoffene Cop ist quasi immer das Ende vom korrupten Cop oder auch vom extrem moralischen Cop, weil die am Ende immer daran zerbrechen, an beiden. Genau, hier herrscht Murphys Law. Und das besagt mehr oder weniger, wenn du auf mich schießt, zerplatzt dir dein Kopf. Das ist das einzige Law, was es hier gibt. Coming up, is your air freshener secretly killing you? Find out at 11. Tja, wir werden es nie erfahren, denn wir
10 jetzt, oder? Haben wir echt immer, ne, wir haben, glaube ich, immer noch eine Sache, ne, die wir nicht, ich komme nicht anders, aber ich muss die Sachen, ich komme nicht dran vorbei, ich muss die Sachen einfach lösen. Tut mir leid. Das ist aber das Gangversteck, ne, das ist gar nicht, da muss ich gar nicht hin. Okay, welche Aufträge habe ich denn noch? Suche nach Suit, dienen und schützen, behalte das Revier, ne, einfach nur Krimskrams, okay. Also ich könnte hier jetzt einfach auch Verstöße finden. Ja, sind aber keine. Ich laufe jetzt nicht rum, mach Parkzettel. Ich bin RoboCop. Ja. Dann muss das mal jemand anders machen. Soll das mal die Fleischsäcke machen. Was ist mit den schneeabhängigen Cops aus den 80ern? Das sind die Koks-Cops. Und die Koks-Cops sind ja die korrupten Cops. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Ja, Anne ist gut. Die war ja vorher auch schon in den Filmen immer eine der wenigen empathischen Figuren. Weshalb man ja auch extra Angst immer um sie hat. Ne? Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. Eigentlich komisch, dass RoboCop keine Lampe hat. Let's head up those stairs. Ey, das Spiel besteht wirklich zu 30% aus den geilen Stampfgeräuschen. I can't believe those stupid directives are still holding you back. Go ahead, partner. Das kennen wir natürlich, die Direktive, die er hat. Auch unter anderem keine OCP-Mitarbeiter angreifen dürfen. Was sicher noch zum Problem wird. Weil es sind immer die OCPs, die eigentlich die Arschlöcher sind. Die Chefs der Firma. Die Polizei ist hier ja privatisiert. Das darf man nicht vergessen. Das ist also keine normale Polizei. Es ist eine privatisierte Polizei. Also eigentlich eine Privatarmee, ne? Wenn man ehrlich ist. Okay, es scheint, als wären wir Zeugen der Geburt eines neuen Drogenimperiums. Obwohl Kane, der Drogenbussen-Erfinder von Nuke, tot ist und sein Kult aufgelöst wurde, sind die Drogenfabriken weiterhin aktiv. Während Nuke weiterhin die Straßen von Detroit verwüstet, hat jemand offenbar Kanes Nachfolger angetreten. Die Frage ist, wer auf dem Thron des Drogenkönigs sitzt und was die städtischen Behörden und die Polizei dagegen unternehmen werden. If Sid is such a great performer, shouldn't there be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Gute Sprüche hat er. Das muss man ihm lassen. Er ist einfach Polizist. Durch und durch. Okay, hier ist sicher irgendwo was versteckt, sonst könnte man da nicht durchgehen. Was? Jetzt bin ich enttäuscht. Die alte Melkmaschine kann ich nicht mal abscannen. Ne, nix ist. Wait, I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Pickles. Pickles. Ja, Pickles ist aber echt ein guter. Ich hoffe, der überlebt, weil irgendeiner muss sich ja am Ende auch noch um den Sohn kümmern, der ja jetzt höchstwahrscheinlich bald vaterlos sein wird. Jetzt bin ich gespannt, weil wenn jetzt ein Zivilist oder der Polizist quasi angegriffen wird da drüben, als Geisel genommen wird oder so, darf ich ihn nicht erschießen.
Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. Justice never sleeps. Okay, keine Zivilisten, das ist gut. Was hält der denn aus hier? Was hat der denn für eine Betonbirne? Hast du auch einen erwischt? Multiple subjects were neutralized, but there are still active threats in the vicinity, gang leader included. Requesting backup. Na, nehmen wir mal das Sturmgewehr. Komm, nehmen wir das mal mit. Kann man ruhig sparen, mal ein bisschen Muni. Let's hurry up. They probably know we're here. Da bin ich mir sehr sicher. Auch wieder wahr. Another locked door. I'm going to call this probable cause. No need for a warrant. They're all yours, partner. Das habe ich am liebsten. Das ist so nice, ey, wie man hier einfach so ganz gemütlich alles so nacheinander abzimmern kann. Das ist halt nicht so, wie Spiele heute eigentlich funktionieren, aber es ist genauso, wie man sich RoboCop vorstellt. Das ist das Schöne daran. Alter! Der hängt hier aber wirklich ganz fies. Der ist jetzt aber auch reingelaufen ein bisschen, ne? Ein bisschen selbstschuld. Übrigens, das ist normal, dass sich RoboCop hier... Mach's ein bisschen leiser. Es ist normal, dass sich RoboCop hier so langsam dreht. Ich wollte es nicht schneller einstellen, weil ich finde, das ist authentischer, als wenn ich mich jetzt so ganz schnell bewegen könnte. RoboCop ist halt einfach langsam. Dafür kann er halt ein schweres Maschinengewehr abreißen, wie der Master Chief. That is when having a conversational partner comes in handy. Funny. Wow, this sign definitely looks inviting. I'm gonna cover you from over here. You wanna check what's behind that big door? Oh no! Bagger! You'll make a fine trophy. Oh, da hat man richtig gesehen, vorne die Austrittsblume. You're okay there, Murphy? Behind you. Uiuiui. Now, up you get, big man. They're closing in on us. Das ist eine dumme Idee. I'm invincible! It's gonna go boom! Was ist das? Ja, ich dachte, das ist irgendein Explosivfass.
Okay, aber eigentlich wollte ich ja das Fass von vorhin haben. Hier nämlich. Das hat's überlebt. Na, immerhin. Ich muss gerade mal gucken, kann ich die Modi denn durchschalten? Oder warum habe ich jetzt gerade diese Nachtsicht? Wie habe ich das gemacht? Oh, das muss ich auch mal mehr nutzen, den Nahkampf. Ne? Einfach die dicke Wumme in die Fresse. Die Armfaust. Nee, weißt du, die Armkanone. Ah, da hätte ich drauf schießen sollen. Lewis, wait! Don't worry, partner. We'll stay in contact. Okay. Gut zu wissen, ich bin alleine. Brauche ich auf niemanden aufpassen? Alter, wie halt einfach nichts übrig bleibt. Oh, es tut mir fast ein bisschen leid. Der ist durch die Wand. I've got eyes on the stage. Looks like we haven't realized we're here yet. Luke's here. Get closer. I'll support you from the balcony. This music is driving me mad. Is that the point? Is it supposed to make you mad? Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Ja, das geht nicht. Aber ich muss mich schon fragen, warum ich jetzt, also die haben die Lichter wahrscheinlich ausgemacht, deswegen bin ich jetzt bei Nacht oder so, also deswegen habe ich diese Nachtsicht, aber ich hatte das Gefühl, ich habe die manuell aktiviert, deswegen war das so komisch. Fertigkeiten, was steht denn da? Nee, das nicht. Nö, okay. Aber vielleicht könnte ich hier mal ein bisschen was verbessern langsam. Damit trifft man Gegner, die sich in der Deckung befinden, Kugeln von bestimmten Punkten abprallen lassen. Aktiviere RoboVision. Okay, das ist eine geile Nummer, oder? Das machen wir mal. Komm, Querschläger ist doch irgendwie cool. Also subtil sind sie nicht, ne? Nu? Dieter Nu? Hier unten, da ist das Comedy-Programm von Dieter Nu. I wanna duell. Eine Menge Köpfe. Ich bin der ultimative Metal-Freak. Decided to join us. Now the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. But stay right there, everybody. Das wird hart jetzt. Also für euch. Geil, oder? Hab ich ja gerade erst neu gekauft. Diese Fähigkeit.
Ist doch Playback. Wie lame ist das denn eigentlich? Ja, man kann die Musik nicht mal beenden. Kirschlauf. Das ist schon ganz cool, ihn fluchen zu hören. Das will ich haben. Chips, Endverbindung, geilen Kram. Okay. Das ist richtig nice. Was ist das? Moment. Nee. Ach, ich hab das ja auch noch. Hab ich ganz vergessen, das schwere Maschinengewehr. Ach, das hat keine Muni mehr. Na gut. Dachte schon. Was soll ich denn mit der Pistole hier? Amateurpistole für Anfänger. I can still do this. I just need to concentrate. I need some nuke. Das ist die falsche Einstellung. This can't be. I had everything lined up perfectly. Let us talk. Stay the fuck away. You can't touch me. I do business with the new guy. You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Alles, was du sagst, wird gegen dich verwendet. I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna get anything out of the Torchhead's top dog, then you better get your processor changed. Na, komm raus. Ich helf dir. That's quite a grip you got there. So, wo willst du jetzt hingeworfen werden? Da aufs Mikro. Ah, leider. Supposed to scare me. Not a single scratch. Ich glaube, ich habe ihn ja, ich glaube, ich habe ihn dazu gebracht, dass er jetzt gleich ausspuckt. Oder? Verhören? Nee. Ich kann ihn nicht, was ist ja voll schlimm. Ich kann gar nicht mehr machen. Ich könnte ihn nur erschießen, er hat auf jeden Fall nichts bisher gesagt. Wir gucken mal. Gestern hat jemand eine Stripperin zu meinem Geburtstag kommen lassen. Ich möchte diese freundliche Seele finden und ihr auf meine besondere Art danken. Ich will ihm das Datum meines tatsächlichen Geburtstages in die Stirn brennen. Es ist der 11.05. und nicht gestern. Was für ein Fan du bist. Euer enttäuschter Superstar-Boss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Knock yourself out. That's not even mine. Hey, that stuff doesn't come cheap. No. That was the only thing in my collection that I didn't steal. I freaking hate you. I'll never rest until Detroit's dead. Screw you, bastard. That is not a Jetzt habe ich ihn fast. Fast haben wir ihn. Und jetzt gebe ich ihm seine Kippen auch nicht wieder. Ach nee, der hat ja gar keine, ne? Aber ich will die Kombination. Oh, und den Schmuck. I don't remember getting a gift from you. That's not nice. I'm hit. Das ist ein bisschen der Plan. That's enough. I'll talk. Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy.
Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Why don't you take my rising star and join us, so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! Wie der sich auch freut, ne? Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess! Cleaning up the town mess is what I do. Unaufhörlich stampfe ich in Richtung des unvermeidlichen Schicksals dieser neuen Gefahr, dieses neuen Dealers, der sich da draußen irgendwie mit meiner Kollegin als Geisel jetzt befindet. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. When I need some fluke, I take nuke, nuke, nuke. Everywhere I look, I see nuke, nuke, nuke. Komm Leute, ihr findet das auch gut. Das ist gut. Vor allen Dingen, weil er die Melodie auch noch geklaut My left hat. tip is getting a bit numb. Can we swap sides? Shit, der kann auf uns zugreifen, ne? What Das are we ist bestimmt stopping wieder for? von OCP. Eh? Is your battery drained or something? Now, me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? Ah, da. What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Ja, der spielt mit unserem visuellen System herum, der Dude. Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That's a lighter you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with money. Wirklich überraschend, ne? Ah, Klappe zu. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Hans Gruber. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you.
Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning is obviously persistent. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny. In that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? My partner was shot, and I need to find the person responsible. You do. But I think you'll agree that you should be in the best shape possible to undertake that task. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. It does not matter. Since I'm here to treat your human side, I'll refer to you as Alex Murphy, if you don't mind. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? Zum Leben erweckt der Polizist OCP-Einheit zur Verbrechensbekämpfung 001, zum Teil Mensch, zum Teil Maschine. Schwierig, ne? Also ich bin ja entweder menschlich oder Maschine hier oder halt ein bisschen beides. I am a cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully.
Trägt er im Sommer eigentlich Robocrocs? Oh, Leute. Leute. Ey, da ist er ja. Das bin ich. Ist es das, was Sie wollten? Also will ich trösten, erschrecken oder beruhigen? Do not say I did not warn you. Consider me warned. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No, not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. Naja, man sieht's ja. This hand. You must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. Okay. Da wurde ich bewertet. Top. RoboCop, gerne wieder. Wer hat Casey Carmel getötet? Das habe ich quasi nicht rausbekommen. Schade. Ich wusste nicht mal, dass diese Aufgabe überhaupt zur Verfügung steht, aber hätte ich wahrscheinlich schon, hätte ich machen können, ne? Ja, hätte ich durchaus machen können. Nicht alles entdeckt. Leider nicht alles entdeckt. Aber trotzdem eine A. Jawohl. Das ist eine gute Frage. Wofür steht OCP Omni Consumer Products? Wusste ich nämlich offen gesagt auch nicht. Das ist eine gute Nerd-Quiz-Frage. Robo, there's something I need to show you. Now for something positive. The daughter of Jens Danielson, Prime Minister of Norway, who was brutally murdered during last year's parliamentary session, is expecting a baby. It's a girl. Das war's? Ich dachte, die reden jetzt über mein Auto, was ich da wieder geholt habe. Ich würde so gerne lesen können. Oh, ich krieg was Neues. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die neue GeForce. I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving her sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich das brauche, wenn ich ehrlich bin, aber ich nehme es. Setze einen Chip in einen leeren Steckplatz für deine Platine. Die Chips haben verschiedene Anschlussarten und Verstärkungsstufen. Nutze sie, um andere Systembereiche mit Strom zu versorgen und deine Auto 9 aufzurüsten. Vermeide die roten Komponentenreduktoren, die die Werte der Waffe verringern. Okay. Also, was wir machen wollen, ist erstmal das erste natürlich mit oben, links, unten. Also nehmen wir jetzt den mit oben, links, unten. Also wir wollen ja auch keine verschwenden. Ne? Kann ich denn den dann noch wahrscheinlich nicht rotieren? Geht wahrscheinlich nicht. Also, oben, links, unten geht nicht, es sei denn, ich opfere den hier. Da wir den aber sonst auch nicht brauchen, würde ich sagen, ja, kann man das schon mal machen. So, jetzt haben wir 14% mehr Schaden. Was haben wir denn hier noch? Da haben wir noch einmal dieses Pistolendingens für einen unten da. Und das andere, was nach rechts geht. Ich meine, ich mache es jetzt mal ganz simpel, ohne mir jetzt allzu viel Gedanken über die Prozente zu machen. Aber ich denke, dass... Plus 15, minus 5, aber dafür halt... Was habe ich da? Was ist das? Kontinuierlich Schüsse. Ja, das nehme ich gerne mit. Und warum kriege ich das nicht? Panzerbrechend? Warum kann ich das nicht haben? Reicht vielleicht die Power nicht oder so, ne? Vielleicht. Ich habe aber nur 15. Ich hätte hier nochmal 21.
Mal kurz probieren. Nee, nicht alles, nur den zurück. Geht nicht? Na egal. Okay, komm. Dann halt nicht, dann... Oh! Be on the lookout. There's... Da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr reinmachen. So, wir nehmen jetzt erstmal den unten, nehmen den mal komplett mit hier, den 16%er hier hin, dann nehmen wir auch 10% weniger. Ja, ist alles klar, ne? Wissen wir alles. Würde ich aber in diesem Fall, was ist das? Mehr Blut? Ha! Ja, was soll ich denn? Natürlich, meine Freunde, was denkt ihr denn? Was denkt ihr denn? So, ich mache das Ding aber vorher da dran. Ich hoffte, dass dafür dann das Ding funktioniert, aber so ist es leider nicht. Nee, dann machen wir den raus, Kann ich das so machen? Nee, wusste ich. Okay. Moment, da. Den wieder hin. Und dann natürlich den unteren auch. Aber ich nehme ihn voll. Muss reichen. OCP Tech in everything. Hat das jetzt gemacht? Was ist das denn? Was Neues? Nee. Erstmal das, dann einen mittleren und dann einen nach links. Und dann, was ist da unten? Kann ich da auch noch einen reinmachen? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Aha. Ach, ich habe die kombiniert. Ah, okay, da kann man die kombinieren, ja klar. Also einen oberen und einen, wie so einen. Und dann habe ich am Ende, wenn ich jetzt noch einen unteren habe, habe ich aber nicht. Okay, also ihr seht, ihr versteht, wie es geht, ne? Okay, interessant. You wouldn't believe how many useful... Sei doch mal ruhig, hör doch mal auf, mich immer voll zu labern. So, jetzt das haben wir gemacht. Ihr Omni-Verbindung, achso, sind die verschiedenen Verbindungen. Okay, haben wir noch Fertigkeiten? Jawohl. Erstmal die Zweier alle, damit wir alles voll haben, ne? Was ist hier? Dialogoption, Fokus, Zeitlupe, mehr Zeitlupe. Ja, always mehr Zeitlupe. Processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man. That takes guts. Wenigstens auch mal ein paar nette Leute in meiner Umgebung. Not yet. But she's been through worse. Don't think too much about it. You know, you're right. We should stay strong and focused, just like her. Ich kümmere mich drum. Keine Sorge. Informationen zur Krankenversicherung. Lieber Officer Kurz, auf Ihre Anfrage hin möchten Sie darauf hinweisen, dass der Vorruhestand die Aufhebung der Krankenversicherung nach sich zieht, die Sie und Ihre Frau absichert, und zwar ohne die Möglichkeit einer Verlängerung. Aus Fürsorge für Ihre Ehefrau und aufgrund der Tatsache, dass sie das onkologische Behandlungspaket aktiv nutzt, empfehlen wir, die gesamte Dienstzeit abzuschließen. Also sie hat offensichtlich eine Krebsbehandlung und würde die nicht mehr bezahlt kriegen, wenn er nicht mehr für die Polizei arbeitet. Ich kann aber verstehen, dass er nicht mehr für die Polizei arbeiten will, weil man hier mehr oder weniger einfach permanent erschossen wird. Das ist natürlich langfristig keine Karriereplanung, erschossen werden. Insofern ist es gar nicht so schlecht, wenn man da was anderes macht. Hey, Murphy, do you have a minute? It's about Lewis. Ja, natürlich. Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Ich muss hier einen Mörder finden. I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Ja, natürlich mache ich das jetzt. Oh, da. Aber ist ganz gut, so lerne ich die Leute auch ein bisschen kennen. Officer Kowalski. Ja, er ist das, ne? Der Penner. Okay, der weint.
Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much. Just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Im Dienst wird nicht geweint. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Das ist eigentlich eine gute Frage. Muss ich auch duschen? Warum darf ich überhaupt in den Locker Room? Habe ich einen Spind? Ich habe doch in meiner Hüfte habe ich doch mein ganzes Kram, meine Autoschlüssel und so. Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. Ja, das habe ich früher als Kind auch gemacht. Man denkt immer, die Eltern wissen nicht, was man da macht. Ich habe deine Uniform im Spind liegen lassen und die Einschusslöcher schön geflickt. Mach dir keinen Kopf darüber, aber wenn ich noch einmal höre, dass du mich ein Strickmütterchen nennst, gehst du in Unterhosen aufs Feld. Das ist interessant. Oh, da habe ich, allein durch das Spionieren, habe ich mir einen Fertigkeitspunkt ergaunert. Gesundheit, nehme natürlich, die könnte man mitnehmen, ne? Weiß nicht. Panzerung ist aber auch nicht schlecht, ne? Waffenschaden, betäubt, Schlag. Ein erfolgreicher Schlag, der einen Gegner trifft, lädt alle mitgeführten Waffen wieder nach. Okay, komm, das machen wir natürlich. Er erzählt die Hüte. Also, wo ist denn hier die Dusche? Da. Achtung, rutschig. Seife nicht aufheben. Seife nicht aufheben. Ich weiß nicht, ob du direkt unter der Dusche von fucking RoboCop genervt werden willst. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. Der ist mir suspekt. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Irgendwie traue ich dem nicht. Das ist weird. Weirder Typ. Warum duschst du eine halbe Stunde? Warum ist es kalt? Was machst du da drin? Warum lässt du RoboCop nicht deinen Schniepel sehen? RoboCop hat überhaupt keine Probleme, Schniepel zu sehen. RoboCop hat praktisch auch schon mal einen Schniepel gehabt. Gelbes Handtuch. Da. There you go. Thanks. Just give me a minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Ist das nicht der aus der Notiz, der aus seiner Versicherung gekündigt wird, wenn er aufhört? Ja, also wenn er aufhört mit Polizei. Ich glaube, das ist der, ja. Oh, ja, gehen wir erst noch mal hinterher. Da gibt es einiges zu scannen. Weep, whoop. Weep, whoop. Ja, gut, dann gucken wir nun. Wir sind bereit für Ihre Reinigung. RoboCop mag, was er sieht. RoboCop ist verliebt. RoboCop möchte, dass wir beide zusammenziehen. RoboCop möchte ihren Schnurrbart föhnen. Er will nicht. So, jetzt gehen wir dahin. Ein runter. Wo? Wo war das nochmal? Wo war nochmal? Da.
RoboCop-Antenne ausfahren. So die letzte, ne? Just a tip, dass die auch noch ausgefahren wird. Die muss extra ausgefahren werden. Shit. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. I guess you don't have any problems with it. Reicht's jetzt? Nee, ach komm, reicht doch. So, jetzt nur Invaliden. Jetzt wird nur der Arm abgeschossen. Die werden nichts mehr klauen. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. Auch ich kann das schwer akzeptieren. It is difficult. Is there anything I can do for you? Karte You can unterschreiben. sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Diese ganze Kartennummer ist natürlich eine schöne Idee, um uns zu zwingen, mit den ganzen Polizisten dann auch zu interagieren und sie so ein bisschen kennenzulernen, wenn man nicht wie ich sämtliche Tagebücher und Geheimnisgeschichten liest und einfach völlig frech sich in deren Privatleben einmischt, dann ist das eine gute Aufgabe, um eben alle kennenzulernen. Aber wir haben das ja schon hinter uns, ne? Wir haben das ja eigentlich schon gemacht. I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. Natürlich. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Wie sie es geschafft haben, dass ich jetzt doch die ganze Arbeit gemacht habe, ne? Jetzt muss ich sogar noch zu ihr bringen. Okay, jetzt muss ich das... Ach, die Bewertung muss ich noch bekommen. Ja, okay. Für meinen Auftrag, ne? Aber wenn er da jetzt da unten ist und ich jetzt in sein Büro komme und er da sitzt... Nee, so ist das jetzt nicht, ne? Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. Police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure.
Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, Das ist mein young'un. neuer Partner jetzt, oder was? Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. RoboCop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. Alter. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. Wahnsinn. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Archivarbeit. Was muss ich jetzt hier machen? Alte VHS-Bänder sortieren. Irgendwelche überspülten Hi, Murphy. Spielfilme. Den I was told Filmfilm you'd come to help me. finden. This is exciting. I don't get many What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Okay, das ist wirklich sehr einfach. Aber ich habe doch diesen geilen... Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Okay, das mache ich als erstes, damit erst die Arbeit, dann die weitere Arbeit. Working perfectly. Good as new. Perfect working condition. I am detecting a malfunction. Oh! Huh? That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job he did here. Ah, gut. So, dann machen wir jetzt mal die richtige Arbeit. Aber er hat doch eigentlich diesen Datenmittelfinger, ne? Das Ding, was da aus der Faust rauskommt, dann steckt er das da irgendwo rein. Da, genau, da, das Loch. Das Ding, wo das so ein bisschen sexuell wird, fast schon. I'm telling you, this is incredible. Der Just Computer ist voll type in happy. your search. Moment, ich hab doch gar nichts. Ich hab den Namen, ja. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the street vultures territory? Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say,
Go kick ass for Lewis. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right. We can't trust them. God knows what sort of people they are. Let's stay sharp and smoke them out. RoboCop, the furniture of law enforcement. Das ist einfach nur noch dumm hier. Aber ich mag's. Ich mag's sehr. Aber RoboCop ist auf jeden Fall immer noch eine gute Idee. So, ich werde jetzt nicht mehr so lange an diesem Spiel weiterspielen, weil ich natürlich heute noch ein paar andere Sachen spielen will. Mindestens eine. Angefangen bei Alan Wake. Aber das gucken wir uns schnell noch alles an. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vultures turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh man, that's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey Murphy, Dann suche ich mir einen neuen Job. just on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? RoboCop, off. RoboCop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. Das ist seine You're a cop Marke. and a machine, Seine so eigene Marke. You can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. RoboCop? RoboCop? Don't do this to me. Not on my first day. Herrlich. Ich mag sehr. Ich mag diese kurzen One-Liner, dieses dumme, plumpe Antworten manchmal. Aber er hat halt recht. Er hat hundertprozentig recht. Ich mag's sehr. Time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently, none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm gonna get fired. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. Nicht mehr lange. I have a large supply of bullets. Ich liebe diese dummen Antworten. Er hat ja so recht. In dieser Welt ist das die einzige Vorgehensweise. Einfach alles wegballern. Es geht halt nicht anders. Ihr seht das doch. Die haben so Irokesenhaarschnitte, rot gefärbte Haare. Die sind nicht mehr zu retten. Die haben sogar Tattoos. Ich habe sogar Leute gesehen, die haben so einen Nasenring. Was willst du denn da noch machen? Da musst du einfach draufballern. Tut mir leid, aber das ist nun mal einfach in dieser Welt die einzige Möglichkeit. Klar, du könntest jetzt auch mit dem Basie irgendwie zusammenschlagen, aber das dauert so lange. Außerdem, stellt euch mal vor, der müsste extra so ein Basie aus seinem Bein ausfahren oder so. Das ist doch nichts. Das ist schon okay. Kurz und schmerzlos. Folge der Musik. Aha, schon direkt die ersten Beweise gefunden.
mehr lange. Weder schnell noch mobil. Okay, zum Glück habe ich den... habe ich das Dauerfeuer gekauft. Die Musik, die Sie hier abspielen, ist nicht mit der GEMA abgesegnet. Sie müssen Strafzahlungen leisten. Strafzahlungen leisten. Zahlung, Ihr Leben oder die Leiste. Mann, warum sind die so schnell und nicht so langsam, ne? Nur weil ich ein Roboter bin. Die halten da einfach viel aus. Das sind diese Lederjacken. Ja, Mann! Okay, den ramm ich. Vielleicht habe ich irgendwo auch noch reflektierende... Achtung, rammen. Ah, das hat nicht so gut geklappt. Blood trail visible on the ground. I will follow it. That's what I figured. Oh, ich sehe doch da schon wieder eine Kiste. Eine weitere Endverbindung, sehr gut. Aber die Waffe ist ja schon ziemlich aufgebröselt. Da ist gar nicht mehr so viel zu machen. Okay, dieser Raum ist komplett nutzlos. Da oben. Tschüss, Bobby. Kein Problem. So. Look out! It's RoboCop! Alter, der Hammer! How about I kill you for this? Get cover! Dead. Oh, Granate. Hat er sich original hinter einem Gaskanister versteckt. Die lernen aber auch nichts, ne? Nix dazu. Machen immer noch dieselben Fehler. Da weiß ich gar nicht genau, was das sein soll. Big Fun! Der Fun-Fan. Ah. Ja, euch gefällt's, ne? Ich find's auch gut. Also es ist, übrigens sind es dieselben Entwickler, die auch das irgendwie echt ungewöhnliche Terminator gemacht haben. Also vor kurzem kam so vor ein paar Jahren, glaube ich, 2 Jahre oder so, 3 Jahre vielleicht, kam ein Terminator raus. Das war so ein bisschen auf den ersten Blick total trashy, aber wenn man es gespielt hat, hat man irgendwie gemerkt, ey, irgendwie macht's Bock, obwohl es totaler Trash war. Und ich habe das Gefühl, die sind da ganz gut für diese Art von Spielen, sind die meiner Ansicht nach sehr geeignet mit ihren Entwicklungen.
mit dem, was sie entwickeln, meine ich. Und das ist genau das richtige Studio dafür. Und ich würde mir wünschen, dass die jetzt so Predator und all die anderen Sachen auch nochmal machen. Weil ich habe das Gefühl, dass die nah dran sind an dem Gefühl der 80er. Und dass die auch nicht versuchen, das dann zu verjüngen oder neu zu interpretieren. Dieser ganze Kram, der eh nie funktioniert. Ich will das Originalgefühl, fertig. Alter, als ob du dir... Ob du dir so eine Suppe, in der so eine Tütensuppe kaufst, die dann aus Versehen vom Bus überfahren wird. So hört sich das an. Alter, ihr seid ja die drei Doofen hier. Guckt euch mal, ihr alle gleich aus. Macht ihr irgendwie... Seid ihr eine Boyband? Es wird immer besser. Ach, herrlich. Herrlich. Das ist aber gar nicht mehr alles gut. Ne, da kann man eigentlich nichts Schönes mehr daran finden. Es ist einfach nur hart, brutal. Da stimme ich euch natürlich absolut zu. Die sollten auf jeden Fall auch ein Edward Laser-Spiel machen. Generell finde ich, Edward Laser könnte super als Spiel funktionieren. Jawohl. Ja genau, der Hausmeister am Tag danach, ne? Der kündigt. Da hast du keinen Bock mehr. Oh, nicht schon wieder. Aber zum Glück musst du nicht tapezieren und es gibt auch viel weniger Wände, um die man sich kümmern muss. Okay. Weiter geht's. Look, I've got no weapons. Gut. I am looking for a police officer. Hey, I don't know anything. I'm just an accountant. He was brought here. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. Das ist eine reine Ballermission, die ist auch nicht schlecht. Do not move Hier passiert nicht viel, glaube ich. Also außer Ballern, meine ich. Weil hier einfach alle schuldig sind. If anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. Ich weiß nicht, wenn alle anderen nur noch in Körperteilen rumliegen und du der Einzige bist, der komischerweise am Leben ist und... Are you ready to come back to the precinct? Negative. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another location. I have a thug's testimony, proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's not leading you into a lion's den? I am hoping for it. You're hopeless. Das ist dein erster Tag, Alter. Sei mal ein bisschen dankbar. Den nehme ich nicht mit hier, den Kollegen, auf die Fahrt. That whole area is out of police jurisdiction. And according to the new policy, if we wanted to legally be there, we need to an OCP executive. And I'm sure you know what Becker's standpoint is. I believe I do. I'm starting to understand why he hired me. Schon mal Motorrad in die Fresse bekommen. Mann, er ist halt lahm, ne? Er ist halt Robo-Faulo. So, jetzt gibt's aber wirklich mal ein Motorrad. Wo? Komm an mir vorbei! Das war dumm, aber war auch lustig. Ah. Someone's leaking oil.
Okay. Jetzt haben wir's, oder? Aber komisch, dass die Nachtsicht an ist und nicht mehr weggeht. Nee, was, wie? Das ist voll komisch. Ich muss mal gerade schauen, was hier nochmal die Nachtsicht ist, weil irgendwie habe ich die, glaube ich... Kann ich das mir auch mal angucken? Ja. Fertigkeiten, Zeitlupe, LB, okay, Zielen, Fertigkeiten, Zeitlupe, klar. Bewegen, Sprinten, Feuermodus umschalten, Fertigkeit, okay, also die Sachen, also oben, links, unten, rechts sind wahrscheinlich die Sachen, ne? Nachtsichtmodus, so. Okay, haben wir jetzt gerafft. Ha! Der bleibt einfach stehen. Ja, das war nicht sehr smart von ihm. Aber deswegen ist er wahrscheinlich auch Krimineller. Kann man doch ruhig mal ehrlich sein. Die smartesten sind die Kriminellen, die man nicht erwischt. Die smartesten sind die CEOs. Die kriminell sind, obwohl es legal ist. Also die legal kriminell sind. Und die ganzen kleinen Vasallen, das sind doch nur die Arschkrampe. Die können doch nichts. So, was kann ich denn hier noch machen? Oben, unten, LB kann ich... Oh Mann, ich kann die Zeitlupe aktivieren. Das wird jetzt auch noch häufiger gemacht. Wir haben den Dash und die Zeitlupe jetzt. Soldier of Fortune Vibes. Oh Mann, das war ja das verbotene, böse Spiel, ne? Da konnte man... es war ja damals wirklich hart. Konnte man alle... Also bei den Gegnern quasi alle Körperteile abschießen. Man konnte den Kopf an 6, 8 verschiedenen Stellen abschießen. Das war wirklich das einzige Feature des Spiels. Aber es war darüber hinaus halt eigentlich ein ganz anständiger Shooter. Aber der ist dann natürlich an diesem Feature in Deutschland komplett zugrunde gegangen. Dann haben sie es irgendwie da aus Maschinen gemacht mit Schweißnähten. Ganz irre. Tja, ich will, dass er Verstärkung holt, um ehrlich zu sein. Irgendwie will er nicht hochklettern, ne? Okay, ich kann irgendwie nicht hochklettern. Aber ist ja egal. Ja, das war dumm, ne? Ich bin einfach viel zu stumpf reingelaufen, weil ich aber auch offen gesagt dachte, dass das nicht sehr schwer wird. Aber wir sind jetzt 2 Stunden an der Stelle. Mal gerade, naja, okay, es geht hier noch weiter, ne? Okay, dann spielen wir das doch gerade noch weiter, aber eigentlich sind wir an der Stelle, wo man gut aufhören kann. Könnt ihr euch schon mal irgendeinen Habeck-Heizungsgag ausdenken? Ja, das war der normale Deutsche, wenn die Heizungsrechnung kommt. Wenn die Stromrechnung kommt. Ich habe übrigens gar nicht so... Ich fand das lustig. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Bei mir war es nämlich so, dass ich zum Beispiel so sparsam war, dass ich habe sogar Geld zurückbekommen, als es plötzlich so schlimm war und es hieß, man darf irgendwie am besten gar nicht mehr heizen. Eine Schulungsdisk, super wichtig, da kann ich, glaube ich, meine Fertigkeiten mit verbessern, wobei, ich weiß gar nicht, was die Schulungsdisk sonst noch so kann. Naja, egal. So, eine Fertigkeit im Kampf. Betäubte Gegner für kurze Zeit, wenn man sie hiermit umhaut. Also ich würde sagen für lange Zeit, aber gut. Muss ja noch ein bisschen Luft nach oben haben.
Zack, da hast du deinen Heizhammer ins Gesicht. Ja, ungefähr so. Ungefähr so. Was? Tini ist in WoW gestorben? Eieieiei. Das ist hart. Das tut mir richtig leid, weil ich weiß, er hat da lange überlebt. Aber es kann ja, es muss ja, ist ja klar, ne? Damit es spannend wird, muss er auch sterben können. Das war gerade eine Schockwelle, die hat aber leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Der ist einfach gegen mich gefahren. Heilen. Gut. Hierfür ist eigentlich die Slow-Mo, denke ich mir. Oh oh. Oh! So, jetzt machen wir den Nahkampf. Das Greifen und Werfen ist schon eine ganz besondere Sache, finde ich. Aber ich glaube, ich bin tot. Ich sterbe. Ich sterbe. Schießen Sie nicht auf mich. Ich bin doch keine Maschine. Ich bin nur ein Polizist. Alles, was ich will, ist dich erschießen, weil du kriminell bist. Okay, hier hören wir jetzt auf. So. Hier hören wir jetzt auf. Warum nicht? Warum nicht mal ganz kurz an der Stelle aufhören? Und dann spielen wir später mit Alan Wake 2, nehme ich mal an, weiter. Das ist bisher der Plan. Und warum nicht an der Stelle jetzt einfach nochmal kurz ein bisschen abhängen, ein bisschen Hallo sagen, ein bisschen ankommen. Ich werde ein paar Downloads von Dead Island starten. Und was sonst noch da ist, hoffentlich hat das keinen Einfluss auf den Stream, also auf die Qualität. Ja, war schön mit euch, wieder mal. Eine schöne Runde RoboCop gemacht. Hat mir echt gefallen. Ich mag das Spiel sehr. Ich kann es weiter empfehlen. Ich habe es jetzt, 4 Stunden habe ich schon gespielt oder sogar mehr. Es ist, glaube ich, von dem, was ich so lese und höre, eher ein kurzes Spiel, aber es wird dadurch erweitert und aufgeweicht, dass man halt in diesen Hubs oft eben noch so kleine Labermissionen machen kann, dass man sehr viel soziale Geschichten machen kann, Dialoge führen kann, die Leute kennenlernen kann, Nebenmissionen machen kann, den Menschen wirklich helfen kann. Und das finde ich sehr schön, dass diese ganzen Jobs nicht immer damit enden, dass man alles zu Brei schießt. Es geht also auch anders, man lernt ein bisschen was dabei. Und ich finde, dass man so eine gewisse Menschlichkeit, die ja auch in den RoboCop-Filmen tatsächlich vorhanden ist, darum geht es ja, das ist das Urthema, wie viel Mensch steckt in Murphy noch. Und ja, also das kann man ganz gut, finde ich, in diesem Spiel merken. Diese Dynamik, die ist gut gemacht, finde ich. Tini hat euch getrollt, er ist noch gar nicht. Er ist nicht gestorben. Ne? Das ist aber, dafür verdient er eigentlich, dass man ihm seinen Account wegnimmt. Das Spiel hat viele verschiedene Gegnertypen, die sich auch alle anders verhalten. Das finde ich besonders gut. Ich kenne etliche Spiele, die das nur mehr oder weniger vortäuschen und nicht wirklich konsequent durchziehen. Stimmt. Also zumindest so, wie ich das gerade jetzt mitgekriegt habe, sind es halt unterschiedliche Fleischberge, die man da abträgt. Ja, und viel mehr ist da halt nicht. Die einen sind schneller, die anderen haben irgendwie so einen Helm, ne? Dann haben die auch unterschiedliche Waffen, sehen auch unterschiedlich aus. Das finde ich auch schön. Obwohl wir jetzt auch diese 3 Leute hatten, die alle gleich aussehen, die Drillinge. Aber gut. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so zum Sitzen. Nee. Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!